Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Es ist wieder Samstag und ich habe meine Häkelsachen für euch parat gelegt. Nach dem Intro seht ihr, was alles gehäkelt wurde. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Zeit für meine Häkelarbeiten und es war diesmal nicht so viel. Wie gesagt, ich habe hier nur 2 Sachen liegen. Aber gut, manchmal ist das eben so. Dann kommen andere Sachen, die gerade ein bisschen mehr Priorität haben. Und deswegen ist es diese Woche ein bisschen weniger bei mir gewesen. Aber nichtsdestotrotz kam ich trotzdem erfreulicherweise etwas zum Häkeln. Und die Sachen zeige ich euch dann jetzt einfach. Es sind 2 Sachen. Einmal das Tuch ist weitergewachsen und unsere Sternjacke. Die Jacke packe ich mal gerade rüber, weil das Tuch lag da gerade so schön. Ihr seht es geht jetzt über in das Dunkle, also von dem Grau ins Pink ins Dunkle, vom Farbverlauf her. Und ja, bin jetzt an der Reihe mit den Stäbchen nochmal drüber setzen. Dann kommt nochmal das Muster. Es wird ja im Wechsel gehäkelt, also Stäbchen mit Reliefstäbchen, dann Muster und nochmal Stäbchen mit Reliefstäbchen. Mir gefällt das Tuch sehr gut. Es ist ein bisschen lockerer, aber gut, ich häkel das Ganze ja auch mit der Vierernadel von meiner Schwester als Test. So komme ich sehr gut mit ihr klar. Die liegt auch sehr gut in der Hand. Das Garn rutscht hier schön drüber. Da ist nichts, was hakt. Deswegen finde ich die schon klasse. Also angenehm in der Hand. Es hatte ja eine liebe Zuschauerin gefragt, wie das Tuch gestartet wurde. Ich habe hier einfach 4 Luftmaschen gemacht und dann hier meine Maschen, die Stäbchen reingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite auch nochmal 5. Und dann halt immer aufgefüllt. Die Zunahmen sind an den Ecken und in der Mitte, an der Ecke, nehme ich 2 Stäbchen, also gehe ich hoch mit 4 Stäbchen, mit 4 Luftmaschen, mache dann 2 Stäbchen in den Leerraum von der Luftmasche und fange dann an mit dem Muster, je nachdem. Und in der Mitte sind es 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, weil die Spitze wollte ich ein bisschen runder haben, einfach nicht so spitz, sondern schön rund. Ich kann euch da mal ein bisschen den Unterschied zeigen. Bei dem anderen Tuch habe ich ja eine andere Maschenanzahl in der Spitze. So, hier haben wir ja das andere Tuch, an dem habe ich aber nicht gehäkelt. Und ihr seht es hier, geht das ein bisschen spitzer zu einfach. Wartet mal, ich lege es euch mal daneben. Ja, ihr seht es hier, das ist ein bisschen spitzer, hier das ist mir so ein bisschen abgerundet. Und läuft spitzer zu einfach. Und hier nehme ich auch 2 Stäbchen und 3 Luftmaschen. Und dann 2 Stäbchen. Ja, genau, also wie gesagt, die Zunahmen an der Spitze und an den Seiten jeweils. Hier auch wieder 2 Stäbchen, dann die Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Hier bin ich jetzt hochgegangen, also hier war das, wo man dann auf dem Rückweg 2 Stäbchen in den Leerraum macht und dann nochmal eine Luftmasche und ein Stäbchen dran.
Ja, so viel zu dem Tuch. Wo ist unser Maschenmarkierer? Hier. So, wir waren letztes Mal auf der Rückseite von dem Tuch. Hier haben wir unseren Markierer gesetzt und wir gehen da hoch mit dem Markierer. Also wie gesagt, es kam noch ein bisschen dazu. Ich meine, ihr seht es. Aber gut, das Tuch wächst auch, die Runden werden ein bisschen länger. Das darf man ja auch nicht vergessen. So. Da haben wir einmal gesetzt. Der Farbverlauf finde ich sehr schön. Ich häkel das Ganze von den Märchengarn mit einem Knäuelbobbel. Und ihr seht es, hier ist jetzt das Dunkle. Es kommt auch noch mal eine Ladung mit Pink und dann geht es noch mal ins Dunkle rein. Aber der ganze Knäuel wandert auch in das Tuch rein. Ich meine, das ist jetzt schon für ein Kind ist das schon eine gute Größe. Aber ich möchte es ja für mich nutzen, also muss es noch ein bisschen wachsen. So, das wandert zurück in sein Beutelchen. Ich war dem letztes Jahr im Teddy und da habe ich mir ein kleines Tütchen gekauft. Schaut mal. Das passt genau wunderbar, um da die Sachen reinzutun. Es ist geschützt. Also finde ich schon total goldig. Das gab es auch mit anderen Motiven. Aber meine Tochter hat sich den Panda ausgesucht. Und habe ich gedacht, jo, ist okay. Dann nehmen wir ihn mit. Und so an sich finde ich das eine super Tüte. Schön klein, passt ein Bobbel rein, passen wahrscheinlich auch 2 Bobbel rein. Und dann noch die Handarbeit dazu. Das ist perfekt. Ja, dann kommen wir jetzt mal noch zu zu meiner Jacke. Da kam auch nur ein bisschen dran, wie gesagt. Sie muss noch ein Stückchen wachsen. Es wird nachher so sein, hier oben der Kopf, hier dann die Arme und das Zippelchen am Po. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher aussieht und wie das rüberkommt. Jetzt auch mit diesen schönen herbstlichen Tönen oder auch sommerliche Töne, je nachdem, wie man möchte. Das hier ist ein Bobbel. Na? Ach so, das habe ich da noch fest. Jetzt habe ich es versucht hier rauszuziehen, aber das habe ich ja festgeknotet. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Jetzt habe ich es natürlich, ja, etwas abgezogen. Das hier ist der Bobbel. Das ist von den Unicati Bobbles. Und das ist das Schwesternherz. Das ist ein Vierfachgarn. Das andere war auch ein Vierfacher, also ein Vierfach Garn 50-50 für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Und ich häkel dieses hier mit einer 3,5er Nadel, keine 3er Nadel, 3,5. Ja, hier bin ich auch mal gespannt mit dem schönen Verlauf hier drin, von Gelb ins Orange, in das Rot mit rein und dann in den schönen dunklen Lederton. Das sieht nachher bestimmt auch sehr gut aus. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das nochmal in mein Beutelchen kriege, ohne mir die Sachen da aufzuziehen. Der wohnt hier in einem kleinen Rucksack von meiner Tochter. Sie wollten nicht mehr haben, also habe ich gesagt, ah ja, dann gib her. Ich nehme es. No. Passt auch genau ein Bobbel rein. Ist super. Und die Arbeit halt noch oben drauf. Also die kann man auch schön oben drauf legen. Da passt das auch. Ja.
Und man hat noch Platz, um jetzt zum Beispiel die Nadel oder sowas hier mit reinzulegen. Ich stecke sie jetzt meistens hier mit in den Boppel rein, damit ich mir den Boppel nicht mit der Spitze hier aufziehe. Nur da muss man halt darauf achten, wenn man seine Arbeit noch drauf legt, dass das hier nicht die Arbeit dann aufzieht. So, jetzt ziehen wir noch ein bisschen größer. Ja, das muss halt, wie gesagt, noch ein bisschen wachsen. Ich will, dass die Ecken von Schulter zu Schulter gehen. Und dann kommen, wie gesagt, die Arme dran. Also muss es für mich noch etwas wachsen. Und ich möchte ja auch eigentlich die 1000 Meter da rein haben. Wobei, da muss man vielleicht mal gucken, obwohl ich glaube schon, dass die da reingehen. Und dass das dann noch gut aussieht. So, Maschenmarkierer versetzen wir. Ihr habt es ja gesehen, er war 5, 6, 7 Reihen hier unten und ist jetzt hier oben. Na, oder auch nicht. Da. Ja, so weit sind wir. Wie gesagt, an dem anderen Tuch habe ich nicht gehäkelt, vielleicht eine Reihe oder so, aber noch nicht, nee, noch nicht immer eine Reihe. Ich hatte es in der Hand, aber habe es dann ja, wieder rübergelegt. So, seht ihr, das passt hier so auch rein. Geht auch richtig zu, wenn man das richtig zu haben möchte, funktioniert das natürlich auch. Aber ich lasse es lieber so ein bisschen offen, das ist okay. Das andere können wir uns ja gerade mal angucken, wenn ich es schon hier liegen habe. Aber ich glaube, das war, wie gesagt, eine Reihe vielleicht. Höchstens. Da hatten wir ja unseren Maschenmarkierer. Ihr seht, da ist nichts drüber gekommen. Ja. Ja, genau. Ich habe gerade die zweite Reihe angefangen. Also ich habe die Stäbchenreihe fertig gemacht und jetzt nochmal mit dem Muster angefangen. Also kam nicht viel dazu. Versetzen wir ganz schnell den Maschenmarkierer. Aber wie gesagt, es war halt nicht viel. Was jetzt hier bei dem Tuch dazu kam. Genau. So. Haben wir das auch mal gemacht. Das Tuch hier läuft ja auch im Wechsel. Das ist ein Tuch, das kann man vorne wie hinten tragen. Bei dem anderen ist es ja so mit den Reliefstäbchen. Könnte man schon sagen, dass es eine Vorder- und eine Rückseite hat. Aber hier bei dem hat es keine Vorder- und Rückseite. Kann man wenden, wenn man möchte. Also da ist egal, wie rum man das anzieht. Ihr seht es. Sind wir auch gerade im Übergang von dem Grauton ins zarte Rosa. Aber das dauert noch ein bisschen. Das hier häkle ich auch mit der Dreiernadel. Die ist hier immer mit im Beutelchen mit drin, damit, wenn ich es mitnehme, einfach gegriffen werden kann und dann ist fertig. Hier bei dem, wie gesagt, das hat eine Vorder- und eine Rückseite, wenn man das möchte, wegen den Reliefstäbchen. Ihr seht es hier, ist immer als Trennung ein Reliefstäbchen drin. Und wenn man das so rumdreht, ich meine, so rum kann man das auch anziehen, um Himmels Willen. Das fällt so gut wie nicht auf. Ja. Nur hier bei den dunkleren Sachen, da ist halt das Reliefstäbchen drin gehäkelt. Ja, dann war es das auch schon. Wie gesagt, ein kleines Video nur. Und ich denke mal, das nächste wird mit ein bisschen mehr Handarbeit wieder sein. Aber wie die Zeit so spielt, ich denke, ihr kennt das alle. Manchmal hat man mehr Zeit, manchmal hat man weniger Zeit. Auch wenn man gerne möchte, ist das dann halt manchmal so. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter.
und genießt eure Zeit. Macht's gut. Tschüss.